Seid ihr bereit für die coolsten Skins des Jahres im wahrsten Sinne des Wortes? Und zwar gucken wir uns heute die Patch Notes und anderen Updates von gestern an, die mit der Serverwartung kamen. Und eine dieser Sachen ist ein Cash-Shop-Update mit den neuen Ice Crown Skins. Und da gibt es für jede Waffe, für jeden Waffentypen, einschließlich Schild, einen neuen Skin, den man sich im Cash-Shop kaufen kann. Wie gesagt, Ice Crown heißt das Ganze. Und es kostet 600 F-Coin pro Box. Also das kann man im Cash-Shop kaufen und diese Box kann man dann auch in-game verkaufen. Das Skin ist nicht direkt seriengebunden wie bei den Clockworks und Rudolph Snowman Skins, sondern in dem Fall ist es so, dass man das Ganze handeln kann. Und ja, das hier ist das One-Hand-Sword. Das hier ist die One-Hand-Axe. Ein sehr interessantes Design, finde ich persönlich, weil das nicht wirklich an eine Axe erinnert. Der Stick, der Wand, der Staff, einer meiner persönlichen Favorites, sieht mit am coolsten aus, finde ich. Der Knuckle ist auch sehr cool. Normalerweise beschwere ich mich oft darüber, dass Knuckle zu lang sind und einem quasi in den Kopf stechen, so fast schon. In dem Fall ist es das Gegenteil. Der ist irgendwie zu kurz. Sieht aus, als würde da was fehlen. Das Jojo, auch ein sehr individuelles Design, also erinnert auch, ähnlich wie die Axe, wenig an ein Jojo. Ist aber tatsächlich nichts Neues, weil wir haben ja schon das Asmodan-Jojo, das auch so in dem Stil ist, quasi nicht mehr diese klassische Jojo-Form, sondern mehr so klingenmäßig. Ich persönlich finde da die Bezeichnung Jojo ist einfach falsch. Also es ist einfach kein Jojo. Aber naja gut. Und ja, dann der Bogen. Einer meiner persönlichen Favorites, ähnlich wie der Stuff. Einzige Problem hier wieder, die schiere Größe von dem Teil. Er ist so groß, dass man sich selbst in den Fuß sticht, wie man sieht. Also man spießt sich hier auf, er ragt in den Cloak rein, ins Bein, in den Fuß. Das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist. Wenn man zu genau hinguckt, würde man das sehen. Ich meine, normalerweise siehst du das natürlich nicht. An für sich, hammergeiler Skin. Dann das Big Sword. Das ist im Endeffekt einfach das One-Hand-Sword, einfach größer. Ich meine, das ist oft so, aber in dem Fall ist es wieder mal literally einfach das One-Hand-Sword in groß. Die Big Axe, die finde ich sieht ganz cool aus, weil sie auch ein relativ einzigartiges Design hat. Erinnert jetzt auch nicht wirklich an eine Axe. Ist ja, mehr so wie der Stuff, nur mit zwei Bögen vorne dran. Und dann haben wir noch das Schild. Hier ist es ähnlich wie beim Knuckle. Also wir können mal Knuckle und Schild zeitgleich machen. Ich finde halt, also erstens mal die Proportionen sind irgendwie komisch. Der Knuckle hängt zu weit unten, das Schild zu weit oben. Und beides ist irgendwie so, als wäre es beim Waschen eingegangen. Ja? So die Kinderversion von dem richtigen Knuckle und vom richtigen Schild. Also ich finde, da haben sie sich ein bisschen lumpen lassen, weil der Charakter ist gefühlt einfach nackig. Ja? Also man fühlt sich so nicht wirklich geschützt oder fühlt sich so nicht wirklich, es sieht nicht so aus, als würde man tatsächlich Waffen tragen. Aber grundsätzlich sind die Skins sehr cool. Sie sehen halt alle so extrem shiny aus. Dieses weiß-hellblaue, eismäßige finde ich ist richtig geil. Ich wollte gerade eine andere Waffe ausrüsten, aber ich bin zu blöd dafür. Sieht richtig cool aus. Und ja, ich denke, die Skins werden langfristig auf jeden Fall sehr beliebt sein. Und wenn ihr sie haben wollt, wie gesagt, jetzt im Cash-Shop. Und soll ja keine Werbung für den Cash-Shop sein, aber nicht, dass man sich dann im Nachhinein beschwert, oh, mir hat keiner Bescheid gesagt. Also diese Skins gibt es aktuell im Cash-Shop oder könnt ihr natürlich auch von anderen Spielern kaufen. Ja, und das war eben das Frozen Skin Package has arrived. Hier sind nochmal alle Skins auf so einer Übersicht, aber da sieht man sie natürlich nicht wirklich gut. Und genau, das Ganze ist im Cash-Shop bis zum 4. Januar. Also wenn ihr es unbedingt haben wollt, schlagt zu. Und dann haben wir noch das XP-Boost-Event. Mal 1,3-fache XP bis zum 24. Dezember. Finde ich, hätten wir auch mal eine Woche machen können. Ich meine, Weihnachten ist jetzt auch nur einmal im Jahr. Hätte man auch ruhig mal ein bisschen länger machen können als nur das Wochenende. Aber hier haben wir Start 22. Dezember, also es läuft schon. Und es läuft noch bis Sonntag, also bis Heiligabend, 23:59 Uhr. Also ja, das werden wahrscheinlich am 24.12. sehr viele Leute ausnutzen. Kappa. Und dann haben wir noch den neuen Server Rises bekommen, habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Der wurde hinzugefügt und dort läuft aktuell ein Enhanced Buff Event vom Buffpang. Bis irgendwann. Und das Ganze funktioniert so, von Level 1 bis 15 bekommt man einen 150 XP und 100% Droprate Buff, von 16 bis 60 75 XP und 50 Droprate und von 61 bis 119 30 und 30. Ist ganz cool, das supportet halt in Anführungszeichen neue Spieler. Ich meine, das ist ein neuer Server, es ist jeder neu, aber es supportet einfach diesen Start, der ins Game ja doch meistens recht schwer fällt. Außerdem bekommt man natürlich noch diese Anfängerbox, die man auch auf Borodeng bekommen hat und so, wo so ein paar Sachen drin sind, ein paar Power-Ups, CS-Pad, Amplis und sowas. Also ist ganz cool.
Aber zum Server selbst mache ich wahrscheinlich nochmal ein anderes Video. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls ist hier noch wichtig, die Region ist Asien. Das heißt, wenn ihr hier spielen wollt, müsst ihr damit rechnen, dass ihr einen permanenten 100 plus Ping habt. Wenn es gut läuft, vielleicht auch mal knapp unter 100. Aber in der Regel so um die 100 bis 200er Ping ist dort absolut normal. Also ihr spielt dort mit entsprechenden Einschränkungen, was die Verbindung angeht. Und dann haben wir noch die Game Version 1.3.3 Patch Notes. Die sind auch relativ kurz. Wir haben ein paar Bugfixes. Bugfix the issue where the party minimum level for experience share display didn't take master quests into account. Fixed an area between Saint Morning and Coral Island where the player and monsters could walk in the sky. Das gab's, okay, cool. Fixed several NPC and Quest Dialogues where the English grammar was incorrect. Uff, ich glaube, da gibt's noch viele zu fixen wahrscheinlich. Fixed the issue where event monsters could spawn in the Clockwork's cage. And fixed the issue where some haircut and helmet combinations would hide the head when the helmet item is hidden. Also wenn man seinen Hut, seinen Helm versteckt, gab es da einige Bugs. Ich glaube, da haben sich tatsächlich schon viele Leute darüber aufgeregt. Falls es das ist, an das ich denke zumindest. Und ja, das wurde jetzt auf jeden Fall wohl gefixt. Andere Changes: Added Chat Color Customization Options in Chat Option Window. Added Play Dead Motion, also auf O, Taste O kann man sich jetzt totstellen. Ich persönlich finde das extrem nervig, weil es auch den Sound macht, als würde man sterben. Und damit kann man andere Leute, wo man weiß, dass die mit Ton spielen, schon extrem trollen. Und Added More Pickup Pet Filter Options, especially for Item Rarities. Das ist auch etwas, was viele Leute sich gewünscht haben. Allerdings finde ich diese Änderung jetzt auch nur semi-gut. Also ich habe es jetzt hier mal offen. Also, ich meine, die Änderung an sich ist natürlich gut, aber wie sie umgesetzt wurde, ist wieder ziemlich bescheuert. Also ich hatte in den meisten meiner Pet-Filter eigentlich nahezu alles aktiviert und vor allem bei denen ich momentan aktiv farme, aktiv spiele, habe ich immer alles aktiviert gehabt und sie haben es jetzt einfach so gemacht. Standardmäßig haben sie jetzt die komplette sonstige Reihe, die jetzt definitiv besser unterteilt ist, und bei den Waffen und Rüstungen haben sie einiges deaktiviert und in der Mitte haben sie auch einiges deaktiviert. Das heißt, sie haben zwar neue Funktionen hinzugefügt, aber sie haben einfach sich die Freiheit genommen, warum auch immer, ich habe keine Ahnung wieso, dass sie quasi fast alles, also vor allem die neuen Sachen, deaktiviert haben und grundsätzlich einfach die Hälfte des Pet-Filters, zumindest bei mir, deaktiviert haben. Also wie gesagt, die komplette rechte Leiste, Sonstiges war weg. Bei Sockelkarten war, glaube ich, was weg, Elementkarten und ich glaube bei den Rüstungen. Also es war nicht bei jedem Charakter exakt gleich, aber auf jeden Fall super nervig, weil du fängst halt an zu leveln. Und dein Pet hebt halt die Hälfte deiner Items nicht auf und du denkst dir im ersten Moment so, hä, wieso ist das Pet so langsam? Warum kommen die Items nicht? Und irgendwann sagt dann jemand im Chat, hast du schon einen Pet-Filter umgestellt? Und dann schaust du dir den Pet-Filter an und die Hälfte ist einfach deaktiviert. Und denkst dir, ja moin, was soll denn das? Also Umsetzung mal wieder katastrophal schlecht. Grundsätzlich die Änderung gut, aber ich verstehe nicht, warum man erstmal alles deaktiviert. Also standardmäßig ist es ja so, wenn man etwas macht, also beziehungsweise standardmäßig ist es so, alles sollte aktiviert sein und der Spieler, wenn er es nicht mag, deaktiviert dann das, was er nicht mag. Und nicht andersrum. Ja, also total bescheuert. Und ich wette, das haben viele Leute nicht gecheckt, wenn ihr auch dazu gehört. Checkt mal euren Pet-Filter ab. Könnte sein, dass der anders eingestellt ist, als ihr das eigentlich haben wollt. Grundsätzlich aber, wie gesagt, eine definitiv gute Änderung. Und dann haben wir noch das neue Speed-Set. Das ist das Candy Cane CS-Set in weiblich und männlich. Farblich, muss man sagen, wieder gut gemacht, also alle Farben sind unterschiedlich, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Schneemann CS-Pad finde ich persönlich ganz cool. Wir haben wieder einen Rucksack, oder in dem Fall ist es wohl eher so eine Art Beutel. Vielleicht nicht so ein ganz klassischer Rucksack, aber trotzdem wieder so Rucksack-Beutelmäßig. Ich check einfach nicht, warum wir nur so wenige Umhänge bekommen. Also bei Umhängen könnte man so viel geile Sachen gestalten. Und Cloaks, Umhänge, waren immer das Markenzeichen eigentlich für diesen Slot im CS. Dass es auch Rucksäcke und Taschen gibt, hey, okay, von mir aus. Aber warum so viele? Kein Mensch will 56 verschiedene Rucksäcke in dem Spiel haben. Also richtig crazy, richtig cringe. Genau. Aber ja, grundsätzlich nicht mein liebstes CS-Pad. Also wie gesagt, CS-Set von den Farben her ist es ganz okay. Allerdings, die männliche Version taugt mir persönlich gar nicht. Und selbst die weibliche Version, vielleicht höchstens die Suit, also es mit der Schleife ist ein ganz cooles Detail, sag ich mal. Aber es ist jetzt einfach nicht so was wirklich Besonderes. Also es ist ein ziemliches Generic, also durchschnittliches CS-Set. Also es ist nichts wirklich Besonderes.
Es ist nicht grottenhässlich, aber es ist auch nicht super geil. Es ist irgendwo in der Mitte, also ja, ganz okay. Und das tatsächlich fast schon alle unsere News von heute zusammen. Von gestern besser gesagt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Interessantes heute noch zeigen, was ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt von dem Patch Day. Wie gesagt, die neuen Skins sind so das Highlight, würde ich sagen. Leider halt im Cash-Shop nur erhältlich oder halt von anderen Spielern für recht viel Geld. Und übrigens, der aktuelle Cash-Kurs liegt so zwischen 110 und 120 Millionen Penya. Wollte ich nur noch mal dazu sagen. Also overpaid nicht für diese neuen Skins. Die sind, wie gesagt, bis zum 4. Januar im Cash-Shop. Ja, also nur weil die jemand für 80 oder 90 Millionen im Shop hat, heißt das nicht, dass die 80 oder 90 Millionen wert sind. Kauft lieber direkt F-Coin von jemandem. Das ist meistens sowieso günstiger. Oder schaut halt, dass ihr auf jeden Fall nicht mehr als 72 Millionen Penya für einen Skin ausgibt, weil mehr sind sie auch wirklich nicht wert. Also 72 Mio ist das absolute Limit. Entweder drunter oder halt maximal 72, aber nicht drüber. Da füttert ihr nur die Reseller und die Reseller, die sind fett, die sind richtig speckig, die sind richtig randvoll gefüttert. Die sind so fett, wie sie noch nie waren. Also die müsst ihr nicht füttern. Ja, füttern verboten, Reseller muss man nicht füttern, die haben genug Geld. Also stopft es denen nicht in den Rachen, sondern kauft dort, wo es zumindest halbwegs fair bepreist wird. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.